Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin. Heute klären wir eine ganz typische Frage, die viele von euch beschäftigt. Was ist der Unterschied zwischen sehen, schauen, gucken, ansehen, anschauen, aussehen und ausschauen? Vielleicht hast du dir schon mal diese Frage gestellt. Gibt es einen Unterschied zwischen sehen und schauen? Ist es gucken oder gucken? Was ist der Unterschied zwischen anschauen und ansehen? Keine Sorge, wir gehen diesen Fragen zusammen auf den Grund. Bedeutet, wir klären diese Fragen heute zusammen. Bevor wir in die Tiefe gehen, gib mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, unterstütze mich mit einem Kommentar, schreibe, welche Verben du schon kennst, welche neu für dich waren und generell, ob dir dieses Video gefällt oder nicht. Ich bin mir sicher, du wirst sehr viel lernen. Die ersten 5 Verben bedeuten etwas Ähnliches. Etwas mit den Augen wahrnehmen. Aber Achtung, die Bedeutung ist ähnlich, aber nicht genau gleich. Und sie werden in unterschiedlichen Situationen benutzt. Deshalb erkläre ich dir in diesem Video, wie du diese Verben korrekt verwendest. Um noch besser lernen zu können, solltest du dir noch jetzt vor dem Anschauen dieses Videos die kostenlose PDF-Datei herunterladen. In dieser Datei bekommst du alle Erklärungen, alle Beispiele und am Ende auch eine kleine Übung, damit du das Gelernte direkt anwenden kannst. Du findest den Link zur PDF-Datei in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Lade sie dir jetzt direkt herunter, dann kannst du perfekt mitarbeiten. Alles klar? Dann geht es los! Das erste Verb, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das Verb sehen. Was bedeutet sehen? Sehen ist das neutralste Verb aus unserer Liste. Es beschreibt ganz allgemein, dass man etwas mit den Augen wahrnimmt. Ja, sehen, etwas mit deinen Augen wahrnehmen. Du kennst dieses Verb bestimmt schon gut. Dieses Verb lernst du auf dem A1-Niveau. Trotzdem habe ich ein paar Beispiele für dich. Ich sehe das Kind, das im Garten spielt. Sie sieht einen Vogel im Baum. Oder wir sehen einen Film im Fernsehen. In all diesen Beispielen geht es darum, dass du mit deinem Auge Dinge, Personen oder Tiere wahrnimmst. Also siehst. Du kannst das Verb sehen, aber auch im übertragenen Sinne, also nicht wortwörtlich nutzen. Ich sehe das Problem. Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir den Zug noch bekommen könnten. Ich sehe das Problem oder ich sehe keine Möglichkeit, wie wir den Zug noch bekommen könnten. Schau dir diese Beispiele genauer an. Hier geht es nicht wirklich darum, dass du etwas mit deinen Augen siehst. Hier bedeutet sehen, dass du etwas verstehst oder erkennst. Also mit dem Kopf, nicht mit den Augen. Ich sehe das Kind mit meinen Augen. Ich sehe das Problem. Ich verstehe das Problem. Grammatikalisch ist das Verb sehen relativ einfach. Du brauchst mit sehen immer ein Subjekt, klar, und ein Akkusativobjekt. Ich, Subjekt, sehe und dann was, Akkusativobjekt. Ich sehe das Kind. Oder so wie hier, Ivana sieht den Vogel. Ivana, Subjekt, ich habe es dir orange markiert. Und das Akkusativobjekt, den Vogel habe ich dir blau markiert. Denke aber immer daran, dass das Verb sehen unregelmäßig ist. Du musst beim Konjugieren also gut aufpassen. In der PDF-Datei findest du eine Tabelle mit allen wichtigen Infos dazu. Weiter geht es mit unserem nächsten Verb schauen.
Was bedeutet schauen? Schauen und sehen sind sich sehr ähnlich. Auch schauen bedeutet etwas mit den Augen wahrnehmen. Aber schauen ist aktiver als sehen. Also sehen ist neutral, schauen ist ein bisschen aktiver. Es bedeutet bewusst auf etwas blicken, ganz bewusst. Ich schaue nach draußen. Ich schaue nach draußen. Oder schau, da fliegt ein Vogel. Oder er schaut in die Ferne. In die Ferne. Am Wochenende schauen wir einen Film. Am Wochenende schauen wir einen Film. Also meistens nutzen wir das Verb schauen, wenn wir ganz aktiv in eine Richtung sehen. Hier nochmal unser letztes Beispiel. So einen ähnlichen Satz hatten wir schon beim Verb sehen. Wir sehen einen Film im Fernsehen. Wenn wir über Filme oder Theaterstücke, Opern und so weiter sprechen, dann können wir schauen und sehen synonym verwenden. Also ich sehe einen Film im Kino oder ich schaue einen Film im Kino. Beides ist möglich. Aber grundsätzlich benutzen wir das Verb schauen anders als sehen. Das Verb schauen wird meistens nicht mit einem Akkusativobjekt benutzt. Schauen bedeutet, dass wir in eine bestimmte Richtung blicken. Deshalb nutzen wir das Verb fast immer mit einer Ortsangabe. Sehen mit einem Akkusativobjekt, ich sehe das Kind. Schauen mit einer Ortsangabe. Ich schaue nach draußen. Ich schaue zu dir. Er schaut in die Ferne. Das Konjugieren ist aber sehr einfach. Schauen ist nämlich ein regelmäßiges Verb, im Gegensatz zu sehen, bei dem du immer auf die Konjugation achten musst. Es geht weiter. Vielleicht hast du schon daran gedacht, es gibt noch ein ähnliches Verb wie schauen, und zwar anschauen. Schauen, anschauen. Anschauen ist ein trennbares Verb. Also was bedeutet anschauen? Anschauen oder auch ansehen bedeutet etwas genau und bewusst betrachten. Ganz genau und ganz bewusst. Das ist ein reflexives Verb mit Dativ. Bei einem reflexiven Verb mit Dativ steht das Pronomen sich im Dativ und es gibt zusätzlich noch ein Objekt im Akkusativ. Verstehst du, was ich meine? Das Reflexivpronomen sich steht im Dativ und das Objekt im Akkusativ. Schau dir diese Beispiele an. Ich schaue mir das Bild an oder ich sehe mir das Bild an. Sie schaut sich die Wohnung an oder wir schauen uns die Fotos an. Wie bei allen trennbaren Verben darfst du die Vorsilbe nicht vergessen. Achte immer auf die Stellung im Satz. Die Vorsilbe steht am Ende. Und da diese Verben meist reflexiv genutzt werden, solltest du auch das Reflexivpronomen nicht vergessen. Ich schaue mir die Wohnung an. Du schaust dir die Wohnung an. Sie schaut sich die Wohnung an. Wir schauen uns die Wohnung an. Ihr schaut euch die Wohnung an. Und sie schauen sich die Wohnung an. Wie du siehst, verändert sich das Reflexivpronomen nur in der ersten und zweiten Person Singular. Ich, mir, du, dir. Bei allen anderen Formen ist das Reflexivpronomen im Dativ und im Akkusativ ganz gleich. Es gibt also zwei Gruppen von Reflexivverben. Reflexivverben mit Akkusativ und Reflexivverben mit Dativ. Reflexivverben mit Akkusativ. Ich bewerbe mich oder ich interessiere mich für dieses Bild. Ich interessiere mich, Reflexivverb mit Akkusativ. Ich schaue mir dieses Bild an, Reflexivverb mit Dativ. Also die Verben ansehen und anschauen brauchen die Reflexivpronomen immer im Dativ. Ich habe dir die Reflexivpronomen fett markiert und all diese Infos findest du natürlich in der PDF-Datei. Ein Verb habe ich noch für dich.
gucken. Vielleicht findest du es ja ein bisschen komisch. Achtung, wir sagen nicht gucken, sondern gucken. Deshalb wird dieses Verb im Norden von Deutschland auch manchmal so geschrieben. Gucken. Ich finde aber, dass es ein bisschen komisch aussieht. Also man schreibt das mit G, gucken, aber man sagt gucken. Was bedeutet gucken? Gucken hat die gleiche Bedeutung wie schauen, ist aber umgangssprachlich. Ich gucke gern Serien. Oder wir gucken in die gleiche Richtung. Oder guck mal, da ist eine Katze. Wenn du an dieses Verb jetzt noch die Vorsilbe an dranhängst, dann kannst du es genauso nutzen wie die Verben ansehen und anschauen. Aber Achtung, auch hier ist es umgangssprachlich. Ich gucke mir den Film an. Sie guckt sich die Fotos an. Er guckt sich das Bild an. Denke auch hier daran, dass das ein Reflexivverb mit Dativ ist. Zum Schluss schauen wir uns noch zwei verwandte Verben an, die man leicht mit Ansehen und Anschauen verwechselt. Aussehen und Ausschauen. Aussehen nutzen wir sehr häufig. Das Synonym Ausschauen ist eher in Süddeutschland und in Österreich typisch, nicht in Zentraldeutschland oder nicht auf Hochdeutsch. Obwohl Aussehen und Ansehen sehr ähnlich klingen, ist ihre Bedeutung unterschiedlich. Was bedeutet Aussehen? Die Verben aussehen und ausschauen haben auch mit dem Sinn des Sehens zu tun, aber sie beschreiben nicht, was du siehst, sondern wie jemand oder etwas aussieht, von draußen, von außen. Sie beschreiben das Erscheinungsbild. Also diese Verben beschreiben das Aussehen. Also wie die Person von draußen aussieht. So wie hier. Du siehst müde aus. Oder das Kleid sieht schön aus. Oder sie sieht toll aus. Hier geht es nicht darum, dass du etwas mit deinen Augen siehst, sondern darum, wie etwas wirkt oder wie etwas erscheint. Ja, wie etwas aussieht. Nicht du etwas machst, sondern wie etwas erscheint. Diese Verben nutzen wir mit einem Subjekt und einem Adjektiv oder einem Vergleich. Es gibt aber noch eine Besonderheit, die du vielleicht schon mal gehört hast. Schau dir das Beispiel an. Deine Katze sieht meiner Katze ähnlich. Hier nutzen wir das Verb sehen mit dem Adjektiv ähnlich. Jemandem ähnlich sehen. Das bedeutet, dass das Aussehen fast gleich ist. Jemandem ähnlich sehen. Diese zwei Katzen sehen sich sehr ähnlich, oder? Aber sie sind nicht gleich, nur ähnlich. Achte auf den Dativ. Jemandem ähnlich sehen. Was brauchen wir jetzt, um einen kompletten Satz mit sich ähnlich sehen zu bilden? Schauen wir uns unser Beispiel genauer an. Wir brauchen in jedem Satz ein Subjekt. Deine Katze sieht. Dann das Objekt im Dativ meiner Katze ähnlich. Also auf Position 2 folgt das Verb, dann kommt meiner Katze, das Dativobjekt, und danach folgt das Adjektiv ähnlich. Fertig ist dein Satz. Deine Katze sieht meiner Katze ähnlich. Ich habe noch ein paar Beispiele für dich. Tom sieht seinem Bruder ähnlich. Die Geschwister sehen sich häufig ähnlich. Oder deine Schwester sieht deiner Mutter ähnlich. Deiner Mutter, Dativ. Deine Schwester sieht deiner Mutter ähnlich. Oder noch ein sehr interessantes Beispiel. Das sieht dir ähnlich. Das sieht dir ähnlich. Diesen letzten Satz nutzt du, wenn eine Person etwas Falsches tut, das ganz typisch für sie ist. Zum Beispiel, wenn dein Bruder mal wieder zu spät gekommen ist und das wirklich sehr typisch für ihn ist, dann kannst du sagen, war ja klar, dass du wieder zu spät kommst.
das sieht dir ähnlich. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Denk daran, dir die PDF-Datei mit allen Infos und der Übung herunterzuladen. Den Link dazu findest du in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Was schaust du dir heute Abend noch an? Was siehst du gerade aus deinem Fenster? Und welche Filme guckst du am liebsten? Ich freue mich unglaublich auf alle Kommentare. Ich lese immer alles und antworte auf alle eure Nachrichten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann unterstütze mich mit einem Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns nächsten Sonntag in einem neuen Video. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!